Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem behandeln wir Themen, die existenzielle Fragen berühren. Es geht um Bewusstsein, es geht um Zeit und um den möglichen Ursprung und Zustand unserer Seele. Was du hier hörst, ist keine endgültige Wahrheit. Es sind Eindrücke, entstanden durch Remote Viewing. 3 Viewer, 3 unabhängige Sessions zu einer einzigen Frage. Was ist die universelle Bedeutung von Zeit? Die Antworten, die sich zeigten, die sind sehr ernst und sie sind tief und sie werfen große Fragen auf. Dieses Video ist ein Angebot zur Reflexion und keine Lehre und auch kein Dogma. Was du daraus machst, das liegt tatsächlich ganz alleine bei dir. Remote Viewing ist eine strukturierte Methode, mit der trainierte Personen Informationen aus einem, sagen wir, nicht lokalen Bewusstseinsfeld abrufen, ohne Vorwissen zum Thema. Das sogenannte Target, also das Ziel, das bleibt ihnen verborgen. In diesem Falle lautet es, beschreibe die universelle Bedeutung von Zeit. 3 Sessions, unabhängig voneinander, und doch zeichnen sie ein bemerkenswertes, kohärentes Bild. Alle 3 Sessions beschreiben dieselbe übergeordnete Struktur. Eine Art Schwelle oder Fläche, die 2 Wirklichkeitsbereiche voneinander trennt. Oberhalb dieser Schwelle, da gibt es Weite, da gibt es Klarheit, da gibt es Freiheit. Keine Materie und keine Zeit. Dafür tiefe Erkenntnis und kollektive Verbundenheit. Unterhalb dieser Schwelle herrscht Dichte, es herrscht Begrenzung, Steuerung und auch die Materie und Raum und Zeit sind hier vorhanden. Es gibt eine Trennung und ein individuelles Leid. Und genau dort im unteren Bereich befinden sich die Seelen. Und zwar nicht freiwillig, sondern unvorbereitet. Sie sind hineingestürzt. Beginnen wir mit Session Nummer 1. In dieser Session werden die Seelen beschrieben, die sich zunächst im freien oberen Bereich aufhalten. Sie sind hier zusammen. Es gibt Gruppen und alles ist eigentlich ganz gut. Doch dann geschieht Folgendes. Die Seelen, die brechen ein. Sie brechen ein und gelangen in den unteren Bereich. Das Ganze geschieht plötzlich und unerwartet für sie. Die Seelen, die nach unten eingebrochen sind, teilen sich in der Folge aber wieder auf. Ein Teil verschwindet wieder und befreit sich. Der andere Teil, der wird aber noch tiefer hineingezogen. Und hier gibt es eine Art intelligente Kraft, die diesen Übergang steuert und die Seelen sortiert. Oben sind die Seelen vereint und unten werden sie getrennt. Was dann folgt, ist der Kontrollverlust. Keine bewusste Entscheidung und auch kein Entwicklungswille. Es ist ein Übergang, der so schnell geht. Und so schnell, dass die Seelen gar nicht realisieren können, was mit ihnen geschieht. Es ist von jetzt auf gleich eine komplett neue Situation, weil sie etwas nicht kommen sahen und zu nah in einen Bereich gelangt sind, der sie eingezogen hat. Der freie Wille, der endet laut der Session mit Eintritt in die Materie, also in den unteren Bereich. Und ab hier gilt tatsächlich ein anderes Regelwerk. Eines, das nicht von den Seelen selber stammt. Die Session Nummer 2. Auch hier wird eine Seele beschrieben oder eine Seelengruppe, die sich einem bestimmten Raum nähert, einem Bereich nähert. Und in der Folge wird auch hier die Seele beschrieben, wie sie eingesogen wird. Diese Eindrücke erinnerten den Viewer in der Session an ein schwarzes Loch, das die Seelen hineinzieht. Was dann folgt, ist, dass die Seele in einen engen, technischen Bereich kommt, wie so eine Art Kabine. Und in der Folge gelangt sie in den Körper. Und ab hier hat sie definitiv keine Kontrolle mehr. Ja, die Seele ist lediglich Passagier.
und kann einfach nur noch reagieren und bedienen. Sie wird überwacht, sie wird gelenkt und wie an einer Kette gehalten. Und hier entsteht ein Bild. Die Seele verankert in einem Körper, gehalten durch eine nicht sichtbare Struktur. Und diese Struktur könnte möglicherweise etwas mit der sogenannten Silberschnur zu tun haben, die ganz oft beschrieben wird, gerade bei Astralreisenden, die diese Eindrücke bekommen, dass die Seele mit dem Körper verbunden ist durch eben diese besagte Silberschnur. In diesem Zustand, da beginnt das, was wir als Zeit kennen. Und die Zeit ist laut den Sessions nicht universell, sie ist Teil der Matrix, die nur innerhalb der Inkarnation quasi existiert oder innerhalb des unteren Bereichs. Die Session Nummer 3 beschreibt die gleiche Struktur wie die vorhergegangenen Sessions, doch diesmal mit einer anderen Bewegung. So wie es bisher war, dass die Seelen von oben nach unten gingen oder reinstürzten, war es hier genau andersrum. Der Viewer nahm die Seelen wahr, die sich noch im unteren Bereich befanden, doch gerade dabei waren, zu beginnen, den unteren Bereich wieder zu verlassen. Der Zustand in diesem unteren Bereich hatte nämlich ausgedient. Diese Ergebnisse, die decken sich in vielen Punkten mit Inhalten aus anderen Quellen. Zum Beispiel hat Howdy Mikowski ein Buch geschrieben und er spricht vom Kosmos als Wiederholungsschleife. Keine Entwicklung, sondern eine Wiederholung. Ja? Und nur wer erkennt, was wirklich geschieht, kann austreten, kann also quasi wieder in den oberen Bereich gelangen, von wo aus die Seele gestartet ist. Das Buch Geh nicht ins Licht von Lucia Stellberg behandelt den Lichttunnel, der nach dem Tod oft oder bei Nahtoderfahrung oft wahrgenommen wird. Und dieser Lichttunnel ist laut ihren Aussagen eine Rückführung in das Reinkarnationssystem. Nicht als Heimkehr, sondern als Täuschung. Das Buch Alien Interview, das beschreibt eine planetare Falle, in der Seelen durch Technik gebunden und kontrolliert werden. Und auch unser eigenes Video, was wir kürzlich veröffentlicht haben mit dem Titel Das ist der Sinn deiner Inkarnation und darum bist du hier, stellt die These in Frage, dass Inkarnation ein freiwilliger Reifeprozess sei. Die Links zu den Büchern, zu den Quellen werden wir unterhalb unseres Videos hier verlinken. Und es steht dir frei, selbst zu recherchieren, was ich dir dringend empfehlen würde. Wenn Zeit, wie die Viewer zeigen, nur innerhalb der Materie existiert und Zeit nur für uns linear abläuft und eigentlich eventuell gar nicht so funktioniert, wie wir das kennen und alles eventuell gleichzeitig stattfindet, warum sollten Seelen sich dann entwickeln? Dann sind wir doch schon. Wenn Seelen unfreiwillig in einen Bereich hineingeraten, wo Materie und Zeit existiert, und wenn der freie Wille an der Schwelle endet, was bedeutet das dann für unser Verständnis von Leben und Sinn und Spiritualität? Wollen wir wirklich glauben, dass wir hier sind, um zu lernen? Oder erkennen wir, dass vielleicht gerade dieses Narrativ Teil der Struktur ist, die uns bindet? All das, was du hier gehört hast, das basiert auf Remote Viewing. Die Methode ist beeindruckend, aber auch keine absolute Wahrheit. Diese Ergebnisse, die sollen nicht dein Weltbild zerstören, das liegt uns fern, das zu tun, sondern es soll dich zum Denken anregen. Was du daraus machst, ist deine Entscheidung. Es ist ein Angebot, es ist nicht mehr und aber auch nicht weniger. Lerne Controlled Remote Viewing, die Technik, mit der du Informationen jenseits von Zeit und Raum abrufen kannst. Bei Into the Matrix wirst du professionell ausgebildet, mit persönlicher Betreuung, fundiertem Wissen und echter Praxis. Starte jetzt auf www.into-the-matrix.de.
Wenn dich diese Themen berühren, dann nimm dir Zeit. Sprich darüber oder schreib auch in den Kommentaren, denn vielleicht ist genau das der Teil des Weges zurück. Fragen zu stellen, wo Antworten fehlen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn du mehr solcher Inhalte sehen möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Bis bald und ganz wichtig, bleib dir stets selber treu.